Fast 400 Jahre sind vergangen, seit in Deutschland der Krieg aller Kriege entbrannte. Blühende Landschaften wurden verwüstet. Millionen von Menschen starben durch Hunger, Pest und rohe Gewalt. Es war eine der größten Katastrophen der europäischen Geschichte. An manchen Orten starben niemals zuvor und nie wieder danach so viele Menschen. Albrecht von Wallenstein. Mit der größten Streitmacht aller Zeiten erkämpft er für den katholischen Kaiser die Vorherrschaft in Europa. Doch seine Feinde verteufeln ihn als Gottlosen, der in seinem Machtwahn selbst nach der Krone strebt. Der Kaiser ist alarmiert und entlässt seinen Generalissimus. In der Stunde seiner Niederlage betritt Schwedenkönig Gustav Adolf die Bühne des Krieges. Der protestantische Wikinger erobert Deutschland mit triumphalen Siegen. Nur einer kann ihm Paroli bieten: Wallenstein. Der Kaiser holt seinen Generalissimus zurück. Wer wird siegen im Kampf der Giganten? Magdeburg an der Elbe. Als unseres Herrn Gottes Kanzlei wird die Stadt verklärt. Ihr Untergang sollte zum Fanal für den protestantischen Widerstand werden. Der katholische Kaiser will die feste Burg mit aller Macht bezwingen. Nach der Entlassung Wallensteins ziehen seine Truppen unter dem Befehl des großen Feldherrn Tilly vor die Stadt. Es ist der Beginn einer monatelangen Belagerung. 32.000 Söldner verschanzen sich rund um Magdeburg. Etwas Böses und Finsteres sollten sie hier entfesseln, das stärker als der menschliche Wille war, so ein schwedischer Historiker. Einer im Heer der Namenlosen ist Peter Hagendorf, einer, für den der Krieg Beruf und Lebensordnung ist. Seine Erinnerungen an die Ereignisse hat er in seinem Tagebuch zu Papier gebracht. Wir sind dicht vor die Stadt gezogen, haben mit Schanzen und Laufgräben alles zugebaut. Es hat viele Leute gekostet. Uns ist ein neuer Hauptmann vorgestellt worden. Er ist im Laufgraben wieder totgeschossen worden. Es sind die Aufzeichnungen eines Mannes, der ums eigene Überleben kämpft. Für reiche Beute, nicht für die Religion. Es offenbart die nüchterne Sicht des Täters, der davon lebt, zu töten. Tag und Nacht werden Schanzen und Laufgräben gebaut. Die Söldner graben sich Kilometer um Kilometer an die befestigte Stadt heran. In den Gräben schützen sie sich durch schwere, mit Steinen gefüllte Körbe vor dem gegnerischen Kugelhagel. Die Arbeit ist todbringend und voller Entbehrungen. Am Ende müssen die Männer fast rasend gewesen sein. Menschenleben zählen nichts bei dem gefährlichen Unternehmen. Um jeden Preis will Tilly den Widerstand der Magdeburger brechen. In der Stadt selbst beschwören die Eingeschlossenen den Weltuntergang herauf. Viele Gläubige sehen in der drohenden Eroberung, herbeigeführt durch den katholischen Antichrist, eine strafende Heimsuchung Gottes. Wenige Wochen vor der Zerstörung wird die Predigt im Dom dem Untergang der heiligen Stadt Jerusalem gewidmet, als warnendes Beispiel für das magdeburgische Israel.
Etwa 3000 Menschen suchen Zuflucht im Dom und bitten um göttlichen Beistand. Sie warten und bangen, bis es zur Katastrophe kommt. Rund 35.000 Magdeburger halten sich innerhalb der Stadtmauern auf, verbarrikadieren sich in Kirchen und Kellergewölben. Am Abend des 19. Mai verstummt das Bombardement der kaiserlichen Kanonen. Ein Zeichen für den bevorstehenden Sturm. Am nächsten Morgen gibt Tilly den Befehl. Nur 3 Stunden vergehen, bis die unterlegenen Verteidiger überwältigt sind. Wie brachte man die Männer dazu, dieses lebensbedrohliche Wagnis einzugehen? Der Sturm gegen die Mauern einer befestigten Stadt war extrem gefährlich und verlustreich. Deswegen versprach man den Söldnern häufig einen zusätzlichen Sturmsold als materielle Vergünstigung, damit sie den Sturm einmal, zweimal oder auch dreimal wagten. Doch blieb der Sturmsold häufig aus und stattdessen erklärte man den Soldaten die eroberte Stadt als Beute. Man ließ und gab die Stadt zur Plünderung frei. Einer von ihnen ist Peter Hagendorf. Dem eigenen Los zugewandt schildert unser Zeuge das Geschehen, ohne nachzudenken über den Sinn. Da bin ich mit stürmender Hand in die Stadt gekommen. Aber in der Stadt bin ich durch den Leib geschossen worden. Das ist meine Beute gewesen. Nachher bin ich in das Lager geführt worden, halb tot. Anstelle des verwundeten Hagendorf zieht seine Frau in die Stadt, um Beute zu machen. Die Söldnerehe ist eine Notgemeinschaft. Es herrscht Arbeitsteilung im Kampf ums Überleben. Eine Magdeburgerin weist ihr den Weg, um dem Inferno lebend zu entkommen. Ist nun das Geschrei ins Lager gekommen, die Häuser fallen übereinander, so dass viele, die mausen wollen, darin müssen bleiben. So hat mich mein Weib mehr bekümmert als mein Schaden. Doch Gott hat sie behütet. Was uns der Söldner verschweigt, ist das Massaker, das sich in der Stadt ereignete. Die ausgestandene Angst, die Wunsch nach Beute, der psychische Druck, der sich nun verringerte, führte bei den Soldaten häufig zu einer Enthemmung, in der Exzesstaten wie Vergewaltigung, wie Mord und Brandstiftung die Regel waren. Tillys Soldaten laufen amok und legen Magdeburg in Schutt und Asche. Sie werfen brennende Fackeln durch die Fenster, lassen die Schutzsuchenden qualvoll verbrennen. 20.000 Magdeburger kommen bei dem Inferno ums Leben. Die Nachricht von dem Massaker löst Entsetzen in ganz Europa aus. Das Ausmaß des Grauens könne mit Worten nicht beschrieben und mit Tränen nicht beweint werden, so Augenzeugen der Katastrophe. So beispiellos war das Geschehen, dass die deutsche Sprache ein neues Wort dafür fand. Magdeburgisieren wurde zum Sinnbild größtmöglichen Schreckens. Das Institut für Presseforschung in Bremen. Hier wird die größte Sammlung von Nachrichtenblättern aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges aufbewahrt. Auf Mikrofilm gespeichert bezeugen sie das enorme Echo der ersten Zeitungen auf den Fall von Magdeburg. Erstmals wurden die neuen Informationsmedien auch propagandistisch genutzt. Die Toten schwammen gegen den Strom der Elbe, so ein Bericht. Sie schrien mit betenden Händen nach Gott und forderten Rache. Mancher Schreiber überhöhte die Schilderung der Ereignisse durch klassische Motive. Von Müttern ist die Rede, die mit ihren Kindern vor dem Feind in den Flammentod flüchteten. General Tilly raubte der keuschen Magd die Jungfernschaft. Ein Sinnbild, das selbst im entlegensten Flecken in aller Munde war. Er habe ein entsprechend gedrückt Werk zu Gesicht bekommen, berichtet ein Dietmarscher Bauer. Ein Zeichen für die erstaunliche Breitenwirkung der ersten Printmedien. Was schuf diese teuflische Energie?